Hey Leute, willkommen zu Getting Over It with Bennett Foddy. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist irgendwie so ein komisches Spiel, das ist jetzt, glaube ich, das erste Spiel, wozu ich ein Video mache, wo ich an sich keine persönlichen Erfahrungen bisher habe. Also starten wir einfach ein neues Spiel. Und wir sind dieser Typ im Topf. Und kontrollieren den Hammer und einen Blick. Es gibt ein Voice-Over und Quality Grade. Aha. Die Maus-Dings sollte ich mal ein bisschen. So. Es fühlt sich immer noch an, als würde meine Maus durch Honig gehen oder so. Äh, Start echt schön. Und dann bewegt man sich hier einfach sofort. Das Voice-Over fehlt gerade irgendwie. Und es ist Englisch. Ja, keine Ahnung. Man klettert dann hier so ein Weilchen. Ja. Ähm, okay, und die Steuerung ist irgendwie echt komisch. Ich wundere mich gerade aber wirklich, warum da das Voice-Over fehlt. Ähm, Da ist eine Kante. Und ja, die Steuerung ist There's no schrecklich. feeling more intense than starting over. Ah, If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino, ich glaube, ich mache einfach das Voice-Over nochmal ein bisschen leiser und die Musik auch ein bisschen. and then put all your winnings on red, but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. So wie hier. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake,
you can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. Fuck. The obstacles in Sexy Ja. Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. Ach. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. Ja. Gut. Und ja, also den Weg da, hier unten hoch, bin ich ja relativ schnell gekommen. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich irgendwann da oben über den Stein drüber springen werde. Über diesen leicht grünlich aussehenden Stein hier. Und dann wieder ganz unten bin. Ich glaube, ich werde hier auch ein bisschen was zusammenschneiden, weil, ja. Oh, you just lost a lot of progress. Ach, That's a deep danke. frustration, a real punch in the gut. Oof, sorry about that. Genau das meinte ich. Mann, ich war nicht wirklich weit. Also, das bei dem Stahlträger da oben, das ist immer noch relativ am Anfang. Man steuert diesen Hammer einfach nur, indem man die Maus bewegt. Und dann wieder abrutscht. Das war eine verpasste Chance. Es gibt irgendwie einen Rekord von 2 Minuten. Fragt mich nicht, wie das jemand in 2 Minuten geschafft hat. Ich schaff's ja in, keine Ahnung, 10 Minuten gerade mal. Ja. Hier hoch. Andererseits, man darf dann halt auch keinen Fehler machen. Übrigens, wenn man so waagerecht hängt, dann bewegt man sich auch, wenn man die Maus nicht bewegt. Und man muss mit der Maus quasi diesem Fall entgegenwirken. Shit, shit, shit. When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll.
Dankeschön. This thing that Und we call failure is not the falling down, but the staying down. Mary Pickford. Jetzt kommen nur noch Zitate, Musik. Also, ja, keine Ahnung, ich spiele das jetzt eine Stunde, schneide die besten Fails oder so vermutlich zusammen. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, wie ich immer noch nicht weiterkomme als bis zu diesem Stahlträger. Ja, okay. Ich habe gerade meine Maus um 2 Millimeter bewegt, wohlgemerkt. 2 Millimeter. Was ist denn jetzt einfach los? Ich meine, ich bin da jetzt schon, keine Ahnung, 15 Mal hochgekommen. Also. Crap. Ja, jetzt ist die Musik endlich weg. The soul would have no rainbow had the eyes no tears. John Vance Cheney. Ich glaube nicht. Ich glaube, dieses Spiel halte ich keine Stunde durch. Also, ich habe mir im Vorfeld schon mehrere Videos über das Spiel angeguckt, weil klar, so bin ich halt auch drauf aufmerksam geworden. The pain I feel now is the happiness I had before. That's the deal. C.S. Lewis. You cannot now believe that you will ever feel better. But this is not true. You're sure to be happy again, and knowing this, truly believing it, will make you less miserable now. Abraham Lincoln. Mhm. Alter, die Musik. Ich hab's zurück auf diesen Vorsprung geschafft. Ich meine, man hat ja vorhin gesehen, dass das ziemlich bedeutungslos ist. Weil wenn ich über diesen Stein hier drüber gehe, bin ich wieder ganz unten. So in etwa. Wenn man bedenkt, also es gibt Steam Achievements, die werden gerade nur nicht angezeigt. Die erste ist, das Spiel einmal zu schaffen, die zweite ist, das Spiel zweimal zu schaffen und die dritte ist, das Spiel 50 Mal zu schaffen. Und ich weiß, dass ich nicht mal bei der Hälfte bin. Also, dass ich nicht mal bei der Hälfte war. Do not stand at my grave and cry. I am not there. I did not die. Mary Fry. Ich glaube, mir fehlt da irgendwas für dieses Spiel. Koordination? Feingefühl oder einfach nur das
To live is to suffer. To survive is to find some meaning in the suffering. Friedrich Nietzsche. Ein Haha! Und an sich ist es doch sicherlich witzig für euch, mich dauernd versagen zu sehen, oder? Oder? Ja, das war jetzt ein neuer Highscore. Und wieder weiter unten. Ja. Und ein Typ balanciert in einem Topf auf einem Stein mit einem Hammer. Und nein, ich will da nicht runter. Ich hänge mich an die Lampe, spring hoch, indem ich mich an der Lampe hochschwinge und hänge mich dann an die nächste Lampe. In der Theorie ganz einfach, ne? Aber in der Praxis eher nicht. Aber nein, ich wusste, dass man sich irgendwie an dem... Ich hab's geschafft. For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, Sorry. because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Ja, also dieses Spiel ist fast komplett aus schon vorgefertigten anderen Objekten, die man irgendwo anders schon mal gemacht hat, gefertigt. Oh, diese Tonnen da hinten kenne ich, die man da sieht. Toll, man baut irgendwie so ein bisschen den Schwung auf. Und dann hängt man irgendwo fest und richtet den Schwung dann wieder nach hinten. Ich habe so das Gefühl, wenn ich kurz davor bin, ganz oben zu sein. Bin ich dann irgendwie... Habe ich dann genügend Schwung, um mich dann wieder nach da hinten komplett von der Kante zu stoßen. Nur damit ich dann wieder ganz von vorne anfangen kann oder so. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. You can build culture out of trash, but only trash culture. B games, B movies, B music, B philosophy. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and unsorted. Ich hab's geschafft. Ich habe zumindest etwas weiter... Ich bin etwas weiter gekommen. Der schwierige Part, der kommt erst noch. Also... There's 3D models of breakfast, Gen X's fanfic novels, scan magazines, green screen Shia LaBeouf, banned snuff scenes on LiveLeak,
Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups, car crash epic failed GIFs, Russian dashcam Ja, vids, ja, ja. discussions of McRibs, discarded, Ich hab's forgotten, verstanden. Das Internet ist unrecycled, Trash. muddled, rotten, untitled. Ich hab's verstanden. Das Internet ist Trash. Schon gut, kannst aufhören mit reden. Ah. Life is a mosaic of pleasure and pain. Grief is an interval between two moments of joy. Peace is the interlude between two wars. You have no rose without a thorn. The diligent picker will avoid the pricks and gather the flower. Satya Sai Baba. Ich glaube, ich krieg jetzt dauernd irgendwelche Sprüche, weil das als ein großer Verlust vom Progress zählt, wenn man hier runterfällt. Ich will hier aber hochspringen, um einen sehr nervigen Teil zu überspringen. Ich weiß, dass es geht. Und ich weiß, dass es... Okay, ich schaffe es. Sorrow is my teilweise own nicht. yard, where the new grass flames as it has flamed often before, but not with the cold fire that closes round me this year. William Carlos Williams. Ich will mich... Okay. Ich habe so das Gefühl... Genau das ist das, was ich meine. Man muss rutschen hochklettern. Nein! Nein! Da ist man einmal doppelt so weit, wie man bisher war, so in etwa. Und dann fällt man wieder ganz zum Anfang. Und jetzt sind wir wieder bei den Fässern, dem Schaltschrank, allgemein der Baustelle. Bei der ich schon beim ersten Mal... Nein, nein. Das Gefühl hatte, dass ich einfach nicht mehr weiterkomme. Ich glaube, ich sollte das dann auch so hier in etwa beenden. Also, ja. Wir sehen uns dann im nächsten Video, falls ihr eins haben wollt. Wenn nicht, dann sehen wir uns halt in irgendeinem anderen Video. Schaut euch doch einfach irgendein anderes Video auf meinem Kanal an. Ich meine, was ich da laber, ist nicht viel hochwertiger als was ich hier in dem Video gelabert habe, aber guckt doch einfach, ob ihr was findet, was euch interessiert. Wenn nicht, dann halt nicht. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, liked das Video, wenn nicht, dann halt nicht oder disliked. Je nachdem, bewertet es einfach. Ich glaube, das Video hat es verdient, bewertet zu werden. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, Verbesserungsvorschläge oder sonst was, lasst einfach einen Kommentar da. Also, bis dann, wir sehen uns.